Die griechische Airline Olympic Airways war der Flag Carrier Griechenlands. Gegründet Ende der 1950er Jahre, flog die Airline zu 37 inländischen und 32 internationalen Zielen. Das Flaggschiff von Olympic Airways war ihre Boeing 747-200. Die erste 747 wurde im Jahr 1973 an Olympic Airways ausgeliefert. Die Airline verwendete die Jumbos auf ihren Hauptrouten, wie zum Beispiel von Athen nach New York. Olympic Airways beförderte auf dieser Route hauptsächlich amerikanische Touristen. Der wohl bemerkenswerteste Zwischenfall in der Geschichte der Airline geschah im Jahr 1976. Flug OA 411 sollte am 9. August 1976 nonstop von Athen zum New Yorker John F. Kennedy International Airport fliegen. Eine Basis von Olympic befand sich damals noch am Ellinikon International Airport, dem alten Flughafen von Athen. Er bestand aus 2 parallelen Landebahnen, von denen aber meist nur die Bahn 33 rechts und 15 links verwendet wurde. Die andere wurde hauptsächlich als Rollbahn verwendet. An diesem Tag kam der Wind aus nordwestlicher Richtung und die Temperatur betrug 32 Grad. An Bord von Flug 411 befanden sich der Flugkapitän Sifis Migadis, ein ehemaliger Militärpilot, der erste Offizier Kostas Fikardos und ein Flugingenieur mit dem Namen Tribos. Das Flugzeug, eine Boeing 747-284B, registriert als Sierra X-Ray Oscar Alpha Alpha, trug den Namen Olympic Zeus. Es war die erste 747, die an Olympic Airways ausgeliefert wurde. Ausgestattet war der Jumbo mit 4 JT9D-7A Triebwerken. Am Triebwerk Nummer 2 gab es an diesem Tag Wartungsarbeiten, deshalb sollte dieses auf nur 96% der vollen Schubeinstellung betrieben werden. Während das Flugzeug also mit 400 Passagieren und 18 Crewmitgliedern und für den über 11 Stunden langen Flug mit ca. 140 Tonnen Treibstoff beladen war, war die Außentemperatur sehr hoch. Für den Start brauchte das Flugzeug also alles an verfügbarem Schub. Um mit den Triebwerken noch mehr Schub zu generieren, wurde in die Triebwerke ein Wassergemisch vor der Brennkammer eingespritzt. Dies kühlte die Brennkammer herunter, sodass mehr Treibstoff verbrannt werden konnte. Dadurch konnten die Triebwerke 110% des normalen Schubs produzieren. Wenn das System fehlerhaft war und kein Kühlungsmittel in die Triebwerke eingespritzt wurde, während aber noch erhöhter Schub verwendet wurde, wurden die Triebwerkskomponenten durch die Hitze beschädigt. Deshalb muss dieses System sehr genau beobachtet werden. Die Cockpit-Crew war mit dem System aber nicht sehr vertraut, da es nicht oft eingesetzt wurde. Beim Rollen zur Startbahn liefen die Triebwerke 3 und 4 niedriger als üblich im Leerlauf. Um kurz vor 14 Uhr begann die Besatzung mit dem Startlauf. Die 747 beschleunigte die Startbahn entlang. Nach dem Überschreiten der Entscheidungsgeschwindigkeit V1 und der Rotationsgeschwindigkeit begann Migadis die Nase des Flugzeuges anzuheben. Während der Rotation versagte das Triebwerk Nummer 3. Triebwerksteile fielen auf die Startbahn und angrenzende Gebäude. Nun versucht die Crew, ihr beschädigtes Flugzeug mit 3 Triebwerken in der Luft zu halten. Von denen brachte das zweite Triebwerk ja ebenfalls weniger Schub als normal, aufgrund der Wartungsarbeiten vor dem Flug. Das hohe Gewicht und die sehr warme Umgebungsluft machten das Fliegen ebenfalls schwerer. Im Stress hatte der Flugingenieur wahrscheinlich das Water-Injection-System deaktiviert. Das reduzierte den Schub noch weiter. Das Flugzeug hatte nun massive Probleme, in der Luft zu bleiben. Nur sehr niedrig überquerte das Flugzeug den Begrenzungszaun des Flughafens. Der Flugkapitän gab die Anweisung, das Fahrwerk einzufahren. Aber der Co-Pilot zögerte etwas nach der Anweisung, da Boeing klar vorgibt, dies nicht in einer solchen Situation zu tun. Die Fahrwerksklappen beim Ein- und Ausfahren des Fahrwerks verursachen nämlich weiteren Luftwiderstand, der in einer solchen Situation für einen Strömungsabriss entscheidend sein kann. Der erste Offizier befolgte aber nichtsdestotrotz den Befehl, das Fahrwerk einzufahren. Trotzdem bleibt das Flugzeug aber in der Luft. Nur sehr knapp fliegt das Flugzeug über die Dächer Athens. Einige Dachteile wie Fernsehantennen werden vom Flugzeug weggepustet. Circa 1 Meile vom Airport entfernt befindet sich ein Hügel im Zentrum von Athen. Dieser ist circa 200 Fuß hoch. Die Crew muss die 747 über den Hügel fliegen. Eine Kurve zu fliegen kommt aufgrund der geringen Geschwindigkeit nicht in Frage.
Die sichere Steigfluggeschwindigkeit betrug 180 Knoten, aber das Flugzeug flog fast 10 Knoten langsamer. Bei einem solchen Kurvenmanöver wäre der Jumbo wahrscheinlich in der Innenstadt Athens abgestürzt. Nun sehen Sie den Hügel vor Ihnen. Das Flugzeug beschleunigt immer noch nicht weiter und Captain Migadis bleibt nichts anderes übrig, als die Flugzeugnase noch etwas weiter anzuheben, um über das Terrain hinwegzufliegen. Er flog schlussendlich mit nur 9 Fuß Abstand über die Anhöhe. Im Flugkontrollturm schauen die Fluglotsen hilflos der 747 nach, wie sie knapp über die Dächer Athens fliegt. Sie sehen auch, wie das Flugzeug nur knapp einer Kollision mit dem Hügel entgeht. Im Cockpit versuchen die 3 Piloten, einen Absturz zu verhindern. Auf der anderen Seite des erhöhten Terrains lässt die Crew die Nase des Flugzeugs wieder etwas absinken, um an Geschwindigkeit zu gewinnen. Aber das Flugzeug wird weiterhin langsamer, auf nur 164 Knoten, was unter der Strömungsabrissgeschwindigkeit liegt. Der Jumbo wird wahrscheinlich durch den Bodeneffekt in der Luft gehalten. Dieser tritt auf, wenn die Flughöhe gleich oder kleiner als die halbe Flügelspannweite ist. Aber wenn sie noch mehr an Geschwindigkeit verlieren, ist ein Strömungsabriss unvermeidbar. Also hielten sie nach einem Ort Ausschau, an dem sie das Flugzeug abstürzen konnten, ohne mehr Schaden als nötig zu verursachen. Erst denken sie über ein großes Fußballstadion nach, aber sie erwägen, hinter Athen in den Bergen, auf die sie zufliegen, eine kontrollierte Bruchlandung durchzuführen, da sich dort keine Gebäude befanden. Sie flogen weiterhin sehr niedrig, aber nun verließ das Flugzeug den dicht bewohnten Bereich Athens. Da es außerhalb eines dicht bewohnten Gebiets etwas kälter ist, fällt die Temperatur ein wenig. Dies verleiht gleichzeitig den Triebwerken etwas mehr Schub. Außerdem frischt der Wind etwas aus nordwestlicher Richtung auf, sodass sich die Geschwindigkeit des Flugzeugs etwas erhöht. Gleichzeitig hat wahrscheinlich auch der Flugingenieur das Wassergemisch-Einspritzsystem wieder eingeschaltet, da die Triebwerke auf einmal mehr Schub produzieren. Die Geschwindigkeit steigt also wieder auf die sicheren 180 Knoten. Dann zog der Flugkapitän leicht seine Steuerung nach hinten und begann somit leicht an Höhe zu gewinnen. Aber es war immer noch nicht genug, um über die Berge, auf die sie zuflogen, zu überfliegen. Gleichzeitig war das Flugzeug aber manövrierbar. Migadis flog eine leichte Kurve westwärts. Er flog entlang eines Tals, was in Richtung Meer hinausführte. Über dem Meer konnte er dann die Landeklappen einfahren und weitersteigen. Dann begannen sie, 30 Minuten lang Treibstoff abzulassen, um ihr Landegewicht zu verringern. Anschließend flogen sie zurück zum Ausgangsflughafen. Die Boeing 747 landete sicher auf derselben Landebahn, von der sie zuvor gestartet war. Dann rollte das Flugzeug zurück zum Terminal und die Passagiere stiegen aus. Laut Boeing wurde das Problem durch das versehentliche Abschalten des Kühlsystems verursacht. Dadurch erbrachten die Triebwerke nicht die volle Leistung. Triebwerk 3 explodierte während des Starts aufgrund einer Überhitzung der Turbinenkühlrohre. Ein zusätzlicher Faktor war auch das Triebwerk selbst. Das JT9D-Triebwerk wurde Ende der 1960er Jahre entwickelt. Der Zeitdruck für einen Erstflug des Jumbo-Jets resultierte in Mängeln. In den 1970er Jahren hatte das Triebwerk eine Reihe mechanischer Probleme und eine verstärkte, ordnungsgemäße Wartung war erforderlich, um die Sicherheit des Motors zu gewährleisten. Ein Mangel bei frühen JT9D-Triebwerken trat auf, wenn der Schub zu schnell erhöht wurde. Dies konnte in einem Flameout resultieren, bei dem die Flamme in der Brennkammer erlischt. Im Fall von Olympic Airways flog unglaublicherweise dieselbe Besatzung die Passagiere dann um 18 Uhr am selben Tag mit einer Ersatzmaschine nach New York. Die 747 blieb noch bis 1985 in der Flotte von Olympic Airways. Anschließend flog sie noch bis 1997 bei Transworld Airlines. Olympic Airways stellte ihren Betrieb im Jahr 2009 ein. Seitdem firmiert sich die Fluggesellschaft als Olympic Air, ist aber nun nur noch im regionalen Bereich aktiv. Der Ellinikon-Flughafen wurde im Jahr 2001 geschlossen. Er wurde durch den neuen Flughafen Athen-Eleftherios Venizelos abgelöst, der ca. 25 Kilometer östlich von Athen liegt.